Hallo ihr lieben Taubenzüchter, ich mache heute ein Video, das könnte euch sehr interessieren. Es geht heute um den Habicht und eure Tauben. Und ich werde heute eine Frage nachgehen. Ich werde versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu finden, zu der kommen wir gleich. Ja, es geht um den Habicht, wie ich gesagt habe, den Vogel, Raubvogel, den ihr so sehr hasst und deswegen lasst ihr eure Tauben im Winter eingesperrt, weil ihr Angst habt, dass der böse Habicht aus dem Wald kommt und eure Tauben schnappt und sie frisst. Ja, und es dauert nicht lange und dann ist der Taubenschlag leer. Das kann natürlich ganz schnell passieren, wenn man nicht viele Tauben hat. Und der Habicht, der kann sehr gut Tauben jagen. Davon kann ich euch ein Lied singen. Beobachte das bei mir sehr oft. Habe über 300 Angriffe schon gesehen bei mir auf meine Tauben. Ja, deswegen, der kann sehr gut jagen. Deswegen verstehe ich auch, dass viele im Winter die Tauben einsperren. Aber es gibt Taubenzüchter, die lassen ihre Tauben im Winter trotzdem fliegen. Ich bin einer davon. Ja, ich lasse meine Tauben auch im Winter fliegen. Und die Taubenzüchter, die haben da so ein paar Tipps für Leute, die im Winter die Tauben fliegen lassen. Ja, und dadurch kann man ja, Verluste minimieren oder vielleicht ganz ausschließen. Ja, der erste Tipp ist, man sollte niemals die Tauben jeden Tag zu derselben Uhrzeit fliegen lassen. Denn der Habicht hat das sehr schnell raus und dann lauert er schon um diese Uhrzeit am Taubenschlag. Und sobald die Tauben hochgehen, ist er auch gleich da. Ja, die Vögel sind nicht blöd, vor allem die Raubvögel, die lernen sehr schnell und deswegen jeden Tag zu verschiedenen Uhrzeiten Tauben fliegen lassen. So heißt der Tipp von den Taubenzüchtern. Aber Leute, bei mir bringt dieser Tipp überhaupt nichts. Der Habicht sitzt sehr oft hier in den Bäumen, irgendwo lauert auf meine Tauben. Und guck mal, was er hier für einen Ausblick hat. Ja, der hat die ganze Gegend im Blick. Das ganze Gebiet hier, ja, beobachtet er. Mal ist er auch da hinten in den Bäumen, da gibt es nämlich um die Ecke auch einen Taubenzüchter. Ja, und dann sitzt er da oben in den Bäumen und beobachtet seine Tauben. Von da aus hat er sehr guten Blick zu meinen Tauben. Ja, mein Nachbar hier um die Ecke, 200 Meter weiter, hat auch Taubenschlag. Ja, der sieht alles, was hier am Himmel passiert, am Boden. Ja, beobachtet alles sehr genau. Deswegen zu verschiedenen Tageszeiten bringt absolut nichts, egal wann ich die Tauben rauslasse, morgens, mittags, zu verschiedenen Uhrzeiten, der ist immer zur Stelle und jagt meine Tauben. Deswegen für mich ist dieser Tipp nicht anwendbar. Dann gibt es welche, die sagen, man sollte den Habicht in der Dämmerung, die Tauben in der Dämmerung fliegen lassen, dann kommt der Habicht nicht, dann ist er schon satt. Aber auch das kann ich euch sagen, stimmt bei mir nicht so. Ja, zu 90% taucht er auf. Ja, und dann jagt er die Tauben. Ab und zu kriegt er eine, sehr oft aber geht er leer aus. Ja, auch dieser Tipp, ja, kann ich bestätigen, nicht anwendbar. Aber ich habe jetzt neulich im Internet gelesen und das hat mich wirklich interessiert. Da hat jemand eine Frage gestellt, ob der Habicht auch im Regen jagt oder nach dem Regen. Kommt er oder kommt er nicht? Ja, wenn die da im Wald sitzen, die sitzen ja im Regen und dann müssten sie ja nass sein. Und für seinen Kunstflug braucht er trockenes Gefieder. Wenn er nass ist wie ein Lappen, dann kommt er ja nicht. Ja, und da hat einer die Frage gestellt und ich habe viele verschiedene Antworten da gelesen. Die einen schreiben, der kommt trotzdem, Regen macht ihm nichts. Einige schrieben, normalerweise müsste er nass sein und dürfte nicht kommen. Er braucht eine Zeit, bis sein Gefieder trocknet. Ja, deswegen dachte ich, weißt du was, ich finde mal das heraus. Ja, wenn das wirklich stimmt, dass sein Gefieder nass ist, dann kann man im Winter problemlos die Tauben direkt nach dem Regen fliegen lassen. Ja, und ich wollte mal einfach ein Experiment machen, um herauszufinden, ja, macht der Regen dem Habicht etwas aus oder interessiert ihn der Regen nicht. Bei uns hat es heute ganze Nacht geregnet, ganzen Tag, mal regnet es, dann hört es wieder auf. Ja. Und normalerweise müsste er nass wie ein Sack sein. Also werde ich gleich Tauben fliegen lassen und dann gucke ich mal, ob er kommt oder nicht. Ja, dann kann man auf jeden Fall nach diesem Experiment sagen, der Habicht jagt nicht nach dem Regen. Ja, bei mir ist es gut. Das Gute ist, es ist fast wie ein Haustier, der sitzt da und wartet. Egal, wann ich die Tauben rauslasse, der kommt sofort. Ja.
Deswegen mache ich diesen Experiment, um das herauszufinden. Ich denke mal, das wird auch für euch interessant sein. Ja, ist es ein zuverlässiger Tipp oder soll ich meine Tauben weiterhin im Winter eingesperrt lassen? Ich werde gleich 2 Supertauben rauslassen, die kriegt der Habicht nicht. Ja? Die gehen sofort hoch in die Luft und mittlerweile habe ich festgestellt, wenn ich die Tauben rauslasse, diese 2, der kommt gar nicht mehr. Ja? Der hat gemerkt, der kriegt sie nicht oder oft kommt er angeflogen, ja? Die gehen sofort hoch, der fliegt ihnen hinterher und merkt, bringt nichts, bricht ab und fliegt zurück. Ja, deswegen diese 2 Tauben, die kann ich ruhig rauslassen, um ihn anzulocken. Aber ich kann euch sagen, der holt sie sich nicht. Das Problem ist nur, der kommt dann oft nicht. Ja? Ich muss mal beobachten, nach 10, 15 Minuten, wenn er nicht kommt, lasse ich mal 2 weitere Tauben raus, ja, die ihr nicht kennt. Und dann müsste er kommen. Wenn sein Gefieder nicht nass ist, müsste er kommen. Wird er nicht kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er nach dem Regen nicht jagt. Ja, und dann könnte man eigentlich im Winter riskieren, nach dem Regen seine Tauben fliegen zu lassen. Deswegen warte ich gleich kurz ab, bis der Regen aufhört. Ja, und dann lasse ich die Tauben raus. Also rein in das Experiment. Für das Experiment hier werde ich meine Super-Duper-Tauben benutzen. Die sind sehr gut im Flug. Der Habicht jagt sie schon 2 Jahre lang, 2. Winter schon, und die haben über 20 Angriffe hinter sich. Die kriegt er nicht. Sobald er kommt, fliegen die sofort hoch in den Himmel. Ja, und das wissen sie mittlerweile, wie sie ihm entkommen können. Deswegen benutze ich diese Tauben, um ihn einfach mal anzulocken. Aber ich kann euch sagen, die wird er nicht kriegen. Deswegen bin ich gespannt, kann man die Tauben im Winter dennoch fliegen lassen, direkt nach dem Regen. Ja, wo der Habicht vielleicht nasse Flügel hat, Federn, und dann wird er die Tauben nicht jagen. Also werden wir jetzt an diesen Tauben das herausfinden. Wird der Habicht jetzt kommen oder nicht? So, guten Flug. So, die Tauben sind in der Luft, drehen ihre Kreise. Und da bin ich gespannt, ob der Habicht kommt. Normalerweise kommt er immer. Also wenn der jetzt nicht gerade satt geworden ist irgendwo, wir haben schon Mittagszeit. Ja, wenn er satt geworden ist, dann kommt er natürlich nicht. Aber kann auch sein, er kommt nicht, weil es vorhin die ganze Zeit geregnet hat. So, ich habe jetzt noch 2 weitere Tauben dazu getan. Sorgt für die größere Lockwirkung vielleicht, weil er kommt als nicht nach 15 Minuten. Deswegen dachte ich mal, komm, 2 Tauben dazu. Vielleicht krieg ich ihn dazu überredet, vorbeizukommen. Aber es ist noch ruhig. Kein Habicht, weit und breit. Oh! Hier, sobald ich 2 weitere Tauben dazu gemacht habe, kommt er. Tatsächlich. Ich habe das Gefühl, als ob der die 2 Tauben kennt, die er schon so gejagt hat, und die kriegt er als nicht. Guck mal her. 2 weitere Tauben und dann ist er sofort zur Stelle. Und er ist im Angriffsmodus. Oh, der will die Taube haben. Der will die Taube kriegen. Ja, super Taube. So, habe ich. Was hat er da gefunden? Oh. Da kommt er. Hat keiner erwischt. Hat keiner erwischt. Wie man sieht, Regen hin oder her, der Habicht ist trotzdem da. Sein Gefieder wird nicht nass. Was macht er da? Was macht der Habicht da? Da sind noch keine Tauben mehr. Naja, anscheinend wird sein Gefieder nicht nass. Und er kommt direkt trotzdem an. Aber komischerweise, wenn ich 2 Tauben fliegen lasse, die er schon so oft gejagt hat, dann kommt er nicht. Sobald ich 2 weitere Tauben dazu tue, kommt er sofort angeflogen. Als ob der die Tauben kennt,
die er nicht kriegt und dann kommt er auch nicht. Ja, so blöd sind die Vögel ja auch nicht. Naja, ich bin mal gespannt, was der hier alles jetzt noch machen will. So, die 4 Tauben sind alle zurück. Heil auf dem Dach angekommen. Keine wurde geholt. Alle sind am Leben. Jo, wie man sieht, der Habicht ist nicht mehr so aggressiv wie früher. Fliegt nicht so hier zwischen den ganzen Gebäuden herum. Wozu er eigentlich bekannt ist. Auf engem Raum, schnelle Wendigkeiten. Er traut sich hier bei mir nicht mehr. Ja, 3-mal Kopfschmerzen gehabt. Und irgendwann hat er begriffen, lieber alles da oben in der Luft fangen. Wenn er nichts fängt, fliegt er wieder weg. Ja, ich hoffe, ihr habt mit diesem kurzen Experiment Spaß gehabt. Habt was dazugelernt über den Habicht. Auch im Winter kann man die Tauben nicht sicher fliegen lassen nach dem Regen. Auch dann ist er da. Das bisschen Regen macht ihm nichts aus. Ja, der lauert, sitzt da. Entweder sitzt er da gut im Versteck, dass er nicht nass wird. Oder seine Federn, die perlen wirklich alles ab, sodass er nicht nass wird. Keine Ahnung, wie der das macht. Aber auch direkt nach dem Regen, wie ich gedacht habe, oder wie es im Internet steht, dass er nach dem Regen vielleicht nicht aktiv ist. Ja, diese Behauptung stimmt nicht. Deswegen ist keine sichere Methode, die Tauben direkt nach dem Regen im Winter fliegen zu lassen. Wenn er Hunger hat, dann kommt er und holt sich die Tauben. Alles klar hier. Viel Spaß mit euren Tauben. Tschüss.